Kennst du den Film Never Back Down 2? Da gibt es die Szene, in der die Jungs an den Boxsäcken trainieren und einer davon will Michael J. White zeigen, wie gut er das Kicken trainiert hat. Dabei führt er einen Roundhouse-Kick gegen den Sandsack aus und der Sandsack, der rutscht quasi über die Schiene hinweg. Doch Michael J. White stellt dann eine Frage und die lautet: Willst du deinen Gegner schubsen oder willst du ihn vernichten? Danach tritt er gegen den Sandsack und der Sandsack, der bekommt einen Riss und der Sand beginnt herauszulaufen. Als ich das gesehen habe, habe ich mir eine Frage gestellt: Wie hat er das gemacht? Wie konnte er die Kraft so punktuell übertragen? Und dem bin ich nachgegangen. Wie das Ganze funktioniert, möchten wir dir heute an zweierlei Dingen erklären. Zum einen wird das der One-Inch-Punch sein und zum anderen wirst du dazu einen weiteren Punkt aus dem Kyushu lernen. Viel Spaß beim folgenden Video. Ich bin Robert von Blue Dragon. Bis gleich. So, ihr habt es am Intro schon gesehen. Verschiedene Variationen des One-Inch-Punches mit verschiedenen Reaktionen von Markus. Die Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem ich das Video gesehen hatte, Never Back Down 2, ist: Wie hat er das geschafft, diese Energie in den Sandsack zu bringen, während der andere gegen den Sandsack getreten hat und der Sandsack sich quasi über die Schiene wegbewegt hat? Das Gleiche kann man ziemlich oft beobachten, wenn man sich Videos mit dem One-Inch-Punch auf YouTube anschaut. Das heißt also, viele Videos sieht man genau diesen Effekt. Die Leute, die machen einen One-Inch-Punch und der Gegner, der bewegt sich einige Meter. Welcher Effekt kommt dabei aber rum? Das heißt, wenn ich auf der Straße so schlagen würde und der Gegner, der bewegt sich einfach nur weg, es ist quasi wie ein Schubsen, was hat das für Konsequenzen? Eine Konsequenz könnte meiner Meinung nach sein, dass der Gegner einfach wieder auf mich zukommt und weiter angreift. Also was muss ich machen, damit der Gegner nicht mehr auf mich zukommt? Ich muss zum Beispiel ein K.O. schaffen. Im Kyushu wollen wir ja mit den Akupressurpunkten genau das erreichen. Wir wollen den Gegner A destrukturieren und dann gegebenenfalls im günstigsten Fall den K.O. schaffen. Wie ich schon sagte, dazu möchte ich euch einen neuen Punkt zeigen und das ist der Punkt Magen 15. Magen 15 ist ziemlich leicht zu finden und zwar haben wir ja hier oben das Schlüsselbein, hier unten unsere Brustwarze und vom Schlüsselbein zur Brustwarze ist das die halbe Strecke. Ja, geht genau vertikal nach unten, hier ist der Punkt, tut nicht besonders weh und hat für die Kampfkunst jetzt auch keine besondere Relevanz. Das heißt also, er ist eher fürs Training interessant. Warum? Weil ich eben über meinen Partner ein Feedback bekomme, habe ich den Punkt punktuell getroffen, wie ist die Kraftübertragung. Und das sind eben die größten Vorteile, die ich durch die Nutzung dieses Punktes habe. Anhand des One-Inch-Punches kann ich jetzt hier also wunderbar auch die Kraftübertragung trainieren. Das heißt also, der erste One-Inch-Punch, den man oftmals sieht, beinhaltet eins. Der Trainingspartner, der steht in einer natürlichen Haltung da und die Leute, die den One-Inch-Punch ausführen, die stehen oftmals in einer Kampfhaltung da. Hier ist schon das erste Problem. Ich gehe hier mit einer Struktur gegen eine Struktur, die so gut wie nicht vorhanden ist. Das heißt also, ich brauche hier eigentlich nur den Macher und er ist so schlecht positioniert, dass er quasi von alleine umkippt. Wenn ich ihn jetzt quasi noch über die Geschichte hier schubse, welchen Effekt hat das? Wenn wir jetzt aber dahin übergehen, uns mal überlegen, was passiert zum Beispiel, wenn jemand eine Waffe in der Hand hat, zum Beispiel eine Pistole, und der schießt eine Kugel ab. Die Kugel und die Kraft, die gehen in den Körper und durch den Körper durch. Und dann sieht man, dass die Leute quasi vor einem regelrecht zusammenklappen. Die fliegen nicht etliche Meter hinter. In manchen Kampfkünsten nennt man das Ganze auch ballistischer Schlag. Wie kriege ich das jetzt also hin, dass ich meine Schlagkraft genauso wie eine Kugel in den Körper hinein transferiere? Und genau das kann ich über den Punkt Magen 15 trainieren. Der Unterschied ist jetzt der, ich stelle mich von vornherein auch in diese natürliche Haltung, damit die Bedingungen ansatzweise gleich sind. Denn hier lerne ich auch die Struktur in meinem Körper so aufzubauen, dass die Kraft, wie sie in der Wachsamkeitsstellung oder in der Kampfhaltung ist, trotzdem übertragen wird. Der Unterschied nochmal von ich bin hier und
Ich schubse jemanden zu, ich stehe hier und ich führe einen Schlag aus, der dafür sorgt, dass der Gegner vor mir zusammenklappt, beziehungsweise komplett destrukturiert ist und nicht Meter weg ist, sondern mir die Möglichkeit gibt, dass ich meinen Angriff gleich fortsetze. Das Ganze sieht dann so aus, dass ich hier stehe und ihr seht es an der Reaktion von Markus, dass er am Anfang eben nach unten geht. Nochmal der Unterschied: One-Inch-Punch in Kampfhaltung ist die Geschichte, er geht zurück und ist relativ aufrecht, während One-Inch-Punch in natürlicher Position mit der Idee eines ballistischen Schlages, und ihr seht, er geht nach unten. Dazu selbst mal von Markus das Feedback. Markus, wie empfindest du dabei die Krafteinwirkung auf dich? Das erste fühlt sich für mich an wie ein Drücken, wie ein Pushen, und das zweite fühlt sich halt wirklich an wie ein Schlag. Vergleichbar mit einem elektrischen Schlag. Zum Beispiel. Oder ein Schlag mit dem Hammer. Ein Schlag mit dem Hammer. Genau. Das heißt also, über den Punkt Magen 15 habt ihr einen schönen Punkt, an dem ihr Kraftübertragung trainieren könnt, über den ihr Körperstruktur trainieren könnt und dem ihr auch ein tolles Feedback bekommt, ohne dass der andere gleich den Kopf verliert oder vor euch bewusstlos zusammenklappt. So, für mich stellt sich jetzt nur noch die Frage, wie kann ich das Ganze, perfektionieren. Wir streben ja in der Kampfkunst nach Perfektion. Auf jeden Fall will ich mich da noch ein bisschen weiter verbessern. Ich hoffe, die Idee der ballistischen Schläge, die bringt euch in eurem Training weiter. Ich würde mich wieder freuen, wenn wir für das Video einen Daumen nach oben bekommen. Markus, mal wieder vielen Dank, auch für dein Feedback, was du heute während des Videos gegeben hast. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss sagen Robert und Markus. Genau. Tschüss.